So. Was läuft? Dave? Also, Wir sind live, nicht live on air, wir sind on recording. Welches Jahr haben wir jetzt? 2019. 2019. Stimmt das überhaupt? Ja. Dave, bist du... We're Wollen wir gerade über Religion reden? We're both 43. 43 Jahre jung. Und, Ü30. Und jetzt sind wir da am Podcasten. Warum eigentlich? Wer hat jetzt die Idee schon wieder gehabt? Ach Dave, du weißt doch, es war meine Idee gewesen. Nein. Moll, Nein, Dave. ich hatte dir gesagt, so wegen Ist Joe Rogan ist und doch so, deine Idee oder? Und dann hast du gesagt ja. so, ja, kenne ich, aber ich habe es noch nie gelesen oder so irgendetwas. Nicht. Aber es ist schon schwierig. Also komm. Okay. Das machst du gerne. Ja. So ein bisschen wie ein Gorilla. Oh. So ein bisschen ein geraderer Rücken. Ich sehe deine Augen nicht. Du hast so eine hawaiianische Sonnenbrille an. Du siehst aus wie im Sommer. Du hast ein hawaiianisches Shirt an. Ja, Es ist es ist alles geplant. Es sieht alles spontan aus, aber ich bin ein extremer Planer. Wir machen es mega spontan. Es ist doch nicht so spontan. Also, was wollen wir aus dieser Podcast-Sache machen? Also, Wir wissen es ja nicht, das ist ja interessant. wir haben eigentlich nichts geplant. Nein. Es ist roh, es ist authentisch und alles ist möglich. Raw. Wir haben auch vielleicht ein bisschen journalistische Hintergründe. Wir können ein bisschen journalistisch werden, oder? Ja, you wish. Andere Vorschläge? Philosophisch? Ja, alles geht. Tiefer Anything psychologisch? goes. Maoistisch, glaube ich. Dein Look ist ein bisschen maoistisch, Ja, habe ich nicht? da. Dave. Bist du extra ins Mauland gegangen? Ich und habe hast alte... Volksbefreiungsarmee-Uniform an und die Leute schauen mich schief an im Tram. Vor Aber ist allem, gleich. vor allem die Ist gleich. Chinesen. Nein, Chinesen. die Schweizer. Die Schweizer. Die Chinesen lachen. 60% ist gut gewesen, was der Mao gemacht hat, oder? Hä? Ja. Oder ist 60% gewesen? Ich Bin ich mir glaube sicher. doch Brüllen Oh, wieso abziehen. voll? Kann ich deine Augen sehen, Dave? Ich bin ja heute nicht bekifft wie sonst. Oder, Und ich bin nicht mehr in dich verliebt, oder? Gell? Können wir uns darauf einigen? Da bin ich noch nicht so sicher. Bist du noch nicht so Du sicher? musst mir noch mehr überzeugen, Tiefe blauen Augen. überreden. Mhm. Ja, also wir müssen jetzt unseren zukünftigen Zuhörern etwas bieten, würde ich sagen. Also wir können nicht einfach irgendwie Kameradenplausch irgendwie machen. Wir müssen ein bisschen die Welt aufrütteln. Ein bisschen Maoismus propagieren. Oder bist du eher ein Alt-Righter? Genosse. Weißt du, was das Genosse steht im Chinesischen? Und das Tongje heisst der Genosse, oder? Das ist irgend so ein Freund. Ja. Das heisst, du bist auf dem linken Ufer vom Fluss. Es sind wie so... Für da wird es heute verwendet. Es sehr oft. ist also fast so etwas Sexuelles dann. Einfach nicht ausgelebt, oder? Da muss jeder gerade selber entscheiden, oder? Mhm. Ja. Jetzt sagst du wieder so kritisch. Nein, das ist ein neues Thema, das noch nicht so bearbeitet ja. Die Steigen wir doch gerade Homosexualität so im Mao... Steigen wir doch gerade so ein. Hast du mal geforscht? Du bist ja an der Uni, hast ja Vorstellen viel, ich nicht, aber ich habe es mitbekommen. wo du dort gewesen bist. Also ich kenne auch jemanden, der Sinologie studiert hat und dann, als er übergegangen ist, hat er vielleicht nicht Chinesen kennengelernt, aber doch andere Asiaten. Also im asiatischen Raum ist so die Schwulheit oder die Homosexualität, die Prostitution so, ist schon recht verbreitet. Auch so ein bisschen in der muslimischen Welt, habe ich gehört. Ja, du kannst auch Männer sehen, miteinander Hand in Hand gehen. Das ist nicht außergewöhnlich. Also, warum Ja. nicht? Also, zuerst hat es mich ein bisschen überrascht, aber du siehst junge Männer Hand in Hand gehen, Kollegen, Freunde. Ja. Das ist Im gang und gäbe. Mao-Look? Oder Männer andere? nicht. Männer nicht. Frauen? Bei den Auch. Frauen ist es so ein bisschen etwas Feministisches, Das ist nicht? schön. Wenn du so im Armee-Look umeinander läufst. Also, ich kenne mich ja eher so mit Japan aus, dort ist so eine Nazi-Uniform, ist noch recht beliebt. Was? Ja, das ist nicht Für was? tabuisiert dort. Es ist Auf der einfach, Straße? ja, zum Teil so, ja, junge Okay. Leute, die wollen cool aussehen, machen, Ja. also sie haben nicht gerade so Hakenkreuz-Sachen, aber es ist schon so Nazi, so Hugo Boss-Sachen. Hugo halt. Boss. Ja, Nazi. nein, das habe ich recherchiert. Der Hugo Boss ist Okay, voll okay.
Nazi-Kleider-Business gewesen. Ja. Ja, und was haltest du von den Umweltnazis? Die müssen in der Meinst ersten du Klasse Greta? auf dem Boden hocken? Oder ist das fake? Ist das ein Deepfake gewesen, Dave? Meinst du Greta? Das Greta Greta-Phänomen. Das Greta. Greta-Umwelt... Die weiss ich nicht Fahnenträgerin der Jugend. mehr. Ich meine, also... Letztes Jahr in den Joe Rogan wieder mal gelesen. Also er ist, Erzähl uns doch er mal, wer ist- der Joe Rogan ist. ja, nachher dann. Jetzt bin ich gerade... Okay, bist gerade im Flow. Er hat die Greta auf den Punkt gebracht, dass sie eigentlich ein freche junges Mädchen ist, wo den Preis nicht verdient hat als Person des Jahres. Schon? Ja, Findest du weil Schriftlich? es muss doch etwas Besseres geben als die Greta. Oder doch Joe nicht? Rogan on Greta Aber Thunberg vielleicht being hat- named. Vielleicht hat der Trump das Niveau Hm. so weit abgebracht, dass man einfach besser muss sein als der Trump, oder? Und dann ist man schon Person des Jahres. Oh, ja, besser als Trump, aber das ist ja nicht unbedingt schwierig, oder wie siehst du das? Ja, Trump ist wieder ein grosses Thema. Wie soll man das angehen? Der Trump ist ein Phänomen, der Trump ist wie ein Gebäude, oder? Er hat ja die Gebäude gemacht und Trump kann jeden Fehler machen, den er will. Das Gebäude wird bleiben. Aha. Greta, sie ist mehr so Transport, oder? Es ist so ein bisschen Ein immaterieller. Ja, Mhm, so mhm. ja, nicht ein Gefäß, sondern ein Gefäß, das ständig am Umzirkulieren ist. Und du hast mir heute so einen Post geschickt von der Ja, armen Greta, genau. die auf der Deutschen Bahn hat müssen auf dem Boden absitzen. Und du gell? hast gesagt, es sei ein Fake gewesen. Ja, weil Und die Deutsche Bahn hat auch gesagt, sie hätten einen Platz gehabt. Und neben dir steht Erste eine Klasse sogar. Verpackung, irgendwie eine Kartonverpackung Ja. oder so auf dem Boden. Hat sie noch schnell ein paar Nüdeli genommen. Oder? und es nervt mich, dass man nie ihr Team sieht, oder? Ich habe nicht nur immer Sie noch hat Greta. kein Team. Doch. Eine es ist Gottheit braucht gestanden. kein Team. Eine Gottheit braucht Sie ist eine Untertanen. Gottheit. Vielleicht ist sie wie die Sie ist die Maria. jungfräuliche Sie ist eine Mutter Erde. Maria, die Ich jungfräuliche sehe, du hast da Maria. noch ein Heiligenbildchen mitgenommen. He? Von Also dann ist jetzt... Kloster Einsiedeln. Ja, aber schön. Und dann ist jetzt... Greta Thunberg ist jetzt die moderne Maria der Zeit. Der Tausendwende. Der Ups. Gell, immer aufs Mikrofon. wenn man es religiös will Komm, lass deuten, los. ja. Ja. Aber eigentlich sollte man die Greta keine Plattform geben, oder? Nicht? Nein, Warum? sie ist, Sie macht jetzt, doch sie ist das schon gut. zu berühmt, oder? Was mich interessiert, ist wirklich Nein, die ich kleinen finde das Leute. gut. Du findest das gut? Die kleinen Leute. Ich finde die kleinen Leute auch gut. Sie ist zu wenig klein. Klein oder gross, das spielt ja gar keine Rolle. Aber einfach, was ist mit der verdammten Verlogenheit? Go vegan, weiss nicht was. Und dann gleichzeitig deine Microscooter da überall umeinander liegen lassen. Gegen AKW und dann mit dem umeinander düsen in der Stadt. So über den Haufen fahren und Strom verbrauchen, statt zu Fuß gehen. Früher sind die Leute zu Fuß gegangen. Was machen sie denn heute? Was machen die Sie jungen gehen, sie gehen mit dem Tesla. Umweltschützer? Mit Ja, dem gut, Tesla der gehen sie umeinander das fahren. sind finanziell ein bisschen andere Gefilde, aber Aber es ist am Kommen. Ich glaube, sicher ist es die am Tesla in 10 Jahren oder so wird Ja. etwa halber Preis sein als heute, oder? Half-Price. Und vor allem, wenn jetzt alle so im Wie Migros. CO2-Paranoia-Modus sind, Ja. oder? Ja. Ich bin ja schon davon angesteckt, obwohl ich nicht schon für die grüne Welle... von der Remi angesteckt. Von deiner beloved wife. Nein, Wifi. sie hat nichts damit zu tun. Sie Mhm. ist politisch uninteressiert. Mhm. Also du bist angesteckt. Inwiefern? Ich bin eigentlich immer noch nicht politisch aktiv oder interessiert, aber es, Wir machen ja das genau es sind die jetzt. Journalisten, die Aktivisten-Journalisten, die einem irgendwie durch nervige Infonews, Dave, es ist ein Markt. Der Markt ist da. der Verkauf Markt das ist Produkt. Neuigkeit, Ja. oder? Ja, Wo aber eigentlich- du willst schon ein guter Mensch sein. Also es ist kein Fleisch. Du gehst mit deinem Hanfsäckchen Ich finde es im eigentlich Bioladen, Nein. füllst dein Riesli dort drin ab und es ist doch viel interessanter, ein böser Mensch zu sein. Also, weißt, du, so ein bisschen bin ich da der Böse, gell? Ich habe die Schwarz-Peter-Karte kommt jetzt gezogen. Da, hä? Nein, du Nee. tust jetzt wieder ein bisschen irgendwie projizieren oder so, Aha, sondern aha. ich habe das nur jetzt auf mich, wenn ich an meinem Leben zurückschaue, die interessantesten Entscheidungen waren, wo ich gegen etwas rebelliert habe, wo Mhm. ich irgendwie meinem Vater oder meiner
meiner Mutter gesagt, nein, ich mache es jetzt anders. Oder Genau. auch irgendwie mein Doktorvater oder so. Was dann karrieremäßig nicht so schlau war. Aber ich bereue es nicht. Da einfach einmal zu sagen, jetzt lange es, jetzt muss ich mal schauen, dass ich glücklich Kaum bin. mal auf den Tisch. Das habe ich meistens nicht gemacht, sondern ich bin da ein bisschen der leer schluckt. Ein Schöttli Grüntee. Hm? Ich sage ja zu grünem Tee. Ja. Ich glaube, wir sind auch irgendwie zu aggressiv bis jetzt. Also, Zu aggressiv? Zu aggressiv. Weißt? Jetzt, heute? Ja, heute. An dem Ort, in dem Studio? Ja. Also wir sind auch schon aggressiver gewesen, aber Aggression ist so out, weißt du. Wir leben in der Frauenwellenzeit. Ja, aber die Leute hören doch gerne zu und sie wollen etwas Aggressives hören, weil vielleicht haben sie ja die Blaupille genommen statt die Rot und wir wollen die Rotpille euch Oder die einwerfen, Pille liebe danach Zuhörer. genommen. Pille danach? Ja, Gibt's ist ja auch? recht aggressiv gegenüber den Ungeborenen. Hä? Ich weiss es nicht. Das Ich bin nicht Opfer ist wahrscheinlich von dem Wahn. der Horror. Erzähl mal. Du musst dir vorstellen, weißt du, bist irgend so ein Zellending, Gewächs. wo langsam will ein Baby Menschliches. werden und dann kommt da die Pille danach so Beginnenswesen. und irgendwie alles fängt da an explodieren in dir und dann baff und dann weg bist, Ist weg, ja. bevor es angefangen Das hast. Ja. Ach Ja, Dave, ja, zieh mich nicht so ab, wirklich. Du bist so empfindlich Ja, ich gegenüber bin die sensibel. negative Ich spüre die Schwingungen. Abtreibungsgeschichten Ich spüre die oder Schwingungen. Krankheit. Ja, du, ich weiss nicht. Obla, da läutet jemand an, soll man das Ist das abnehmen? unser Gast? Das ist Ja, ein unser Gast, Warte, der nehmen nicht wir mal erschienen ab, ist. Ja. Ja, hallo, wer ist da bitte?